Es ist immer wieder sehr interessant, wie wenn wir gemeinsam etwas lesen oder du alleine etwas liest oder wer auch immer im Kurs liest, diese Sache für sich im Alltag interpretiert. Weil wenn wir dort lesen, hey, wir vertrauen auf schützende Kleidung, heißt das, wir sollen nackt rumlaufen, um die Illusion nicht zu verstärken? Heißt es, wir sollen alles Geld, was wir haben, verschenken, um zu demonstrieren, dass wir den Kurs leben? Hi, ich bin Terry Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wie immer freue ich mich, dass wir hier zusammenfinden. Es ist Dienstag und ich hoffe wirklich, dass dir gut geht. Und was wir heute wieder gemeinsam vorhaben, ist mit unserem guten alten Freund einen Kurs im Wundern in die Tiefe zu gehen, um das Leben hier auf dieser irdischen Ebene besser zu verstehen und damit auch leichter durch diese menschliche Erfahrung gehen zu können. Was ich heute mit dir gemeinsam anschauen will, ist ein Thema, was wir wohl alle kennen, aber es oft genug in vielen Unterhaltungen aussparen oder vielleicht nur, um darüber zu jammern, nämlich das Thema Geld. Geld ist etwas, womit wir alle irgendwie einen Berührungspunkt haben, weil es ist das primäre Tauschmittel noch auf dieser irdischen Ebene. Und was ich aber bemerke, ist, dass wir oft genug viel zu wenig darüber reden, viel zu wenig Klarheit mit diesem Thema haben oder ehrlich mit anderen darüber sprechen. Nicht um darüber zu jammern oder es zu verteufeln oder es abzulehnen, sondern ganz ehrlich darüber zu sprechen, hey, was projiziere ich eigentlich auf das liebe Geld? Weil im Grunde genommen kann ein bedrucktes Stück Papier nichts für deine Gefühle. Das wollen wir heute gemeinsam ansehen mit unserem guten Freund Ein Kurs im Wundern, weil ein Kurs im Wundern natürlich uns auch was über das liebe Geld erzählt. Eine kurze Durchsage in eigener Sache. Weißt du eigentlich, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern reisen? Die Gruppe heißt Starke Gefährten. Wir wollen uns gegenseitig an das Wesentliche erinnern, während wir das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern durcharbeiten. Also, falls du dieses Jahr am 1. Januar auch sehr euphorisch mit dem Übungsbuch begonnen hast und merkst, die Euphorie ist so langsam abgeebbt oder du hast sogar tatsächlich eine Pause eingelegt oder falls du nicht mehr alleine durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen willst, dann komm gern dazu unter www.patreon.com/365tagewunder findest du alle Informationen. Ich freue mich, wenn du zu unserer Kursgruppe kommst. Vor allem, wenn wir so Werke wie Ein Kurs im Wundern finden oder das Werk findet uns und wir darauf hingewiesen werden, dass diese menschliche Ebene nicht die absolute Wahrheit ist, dass es eine geistige Ebene gibt und dass, wenn wir zu sehr uns mit dieser menschlichen Hülle identifizieren, wir eine Illusion bestärken, die uns nicht gut tut, haben wir auch gleichzeitig das Gefühl, wir müssen Geld ablehnen. Ich habe das Gefühl, in der Kurs-Community ist es oft so, dass Menschen entweder nicht über Geld reden oder denken, es ist auch nur eine Illusion, was ja auch so ist. Geld ist eine Illusion, so wie diese ganze Welt, die aus den 5 Sinnen und mit dem Ego entstanden ist, nur Illusion ist. Das ist klar. Aber warum projiziere ich so viel auf das Geld? Das ist die große Frage. Also, was oft passiert, wenn wir Werke wie Ein Kurs im Wundern finden, die uns auf diese höhere Ebene aufmerksam machen, ist, dass wir auch Geld ablehnen, weil wir es als sehr egolastig empfinden. Aber ist Geld wirklich egolastig oder ist es genauso wie dein Körper nichts, ist meine Frage. Und was ich auch erfahren habe hier auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel, ist, dass weil ich auch zwischendurch auf meine Coaching-Angebote oder aber auch auf 365 Tage Wunderhinweise, wo wir gerade gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern reisen, dass ich Feedback erhalten habe, dass mein Kanal wie ein Abzockerkanal wirkt, zum Beispiel, weil ich tatsächlich auch auf meine Angebote hinweise. Aber ich kann immer noch nicht von der Hand weisen, dass auf dieser irdischen Ebene Geld unser primäres Tauschobjekt ist. Also wir bekommen Geld und können damit gewisse Dinge einkaufen oder gewisse Freiheiten erschaffen, die uns erlauben, etwas Bestimmtes zu tun. Mir erlaubt Geld, dass ich weiterhin den Kurs mit dir teilen kann. Also sonst kann ich meine Miete nicht zahlen
Und vielleicht gibt es andere Wege, Miete zu zahlen, aber das ist der schnellste und der direkteste Weg für mich. Und weiterhin akzeptiere ich, dass wir in dieser Welt Geld als ein Tauschmittel haben, und zwar unser primäres Tauschmittel. Es gibt nicht so viele andere Tauschmittel. Natürlich gibt es auch andere Vereinbarungen, aber ich würde jetzt sagen, das Dominante in dieser Welt ist immer noch Geld. Und ich habe damit eigentlich auch insgesamt kein Problem. Ich bin fein damit. Ich frage mich nur, warum nicht alle irgendwie sagen können, hey, ich akzeptiere Geld, solange es da ist, solange es unser primäres Tauschmittel ist, weil, ganz interessant, Richard Rudd von den Genschlüsseln sagt, dass Geld irgendwann nicht mehr existieren wird und wir anders miteinander unsere Gaben miteinander tauschen. Nun ist es noch nicht so weit. Also wie kann ich das Beste aus dieser Tatsache machen, dass es Geld noch gibt? Also frage ich mich gerade, ist Geld wirklich so verwerflich oder sind es unsere Projektionen auf das Geld, die uns entweder dazu führen, Geld abzulehnen oder dem Geld hinterherzulaufen, weil wir immer denken, wir haben nicht genug. Ich glaube wirklich, wenn wir Geld ablehnen oder dem Geld hinterherlaufen, es ein und dieselbe Sache ist. Es ist zwei Seiten einer Medaille. Also, wir schauen mal gemeinsam, was ein Kurs in Wundern zu Geld sagt, und vielleicht hilft uns das, unsere Beziehung zu Geld nochmal zu überdenken, vielleicht klarer damit zu sein, oder wie der Kurs es so schön sagt, wie können wir geistig gesund mit Geld sein? Wie alles auf dieser menschlichen Ebene ist Geld nur eine Illusion. Es bedeutet in Wirklichkeit gar nichts, und ich glaube, darauf können wir uns hier als Schülerinnen und Schüler von Ein Kurs in Wundern ganz gut einigen. Wir verstehen, dass Geld in Wahrheit nichts bedeutet. Ein Kurs in Wundern sagt es in Lektion 50 so treffend. Ich lese uns das mal vor. In dieser Welt glaubst du, dass alles Mögliche dich erhält, nur nicht Gott. Gott ist die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat, also unser wahres Selbst. Und das ist, was uns wirklich erhält. Das Leben selbst erhält uns, nicht irgendetwas, was wir im Außen dazugeben. Ich lese noch ein Stück. Du vertraust auf die trivialsten und wahnsinnigsten Symbole. Auf Pillen, Geld, schützende Kleidung, Einfluss, Ansehen, Beliebtheit, Beziehung zu den richtigen Menschen und auf eine endlose Liste von Formen im Außen des Nichts, die du mit magischen Kräften ausstattest. Also wir projizieren auf die Dinge im Außen. So projizieren wir auch auf Geld irgendetwas. Und dafür kann das Geld nichts, weil es ist ja nur ein bedrucktes Stück Papier. Was kann ein bedrucktes Stück Papier für deine Gefühle, die dadurch angeblich verursacht werden? Ist es wirklich das Geld oder bin ich's? Und doch, wenn wir diesen Absatz so nachwirken lassen, kommt die große Herausforderung, die wir alle wahrscheinlich als Schülerinnen und Schüler von Ein Kurs in Wundern haben. Was genau bedeutet das für mich in meinem Alltag, dass ich all Mögliches im Außen zu meinem Gott gemacht habe, anstelle Gott als Gott zu haben? Das, was mich wirklich erhalten kann, nämlich Gott, habe ich zur Seite geschoben und es ersetzt mit schäbigen Dingen im Außen, mit Götzen, wie Ein Kurs in Wundern sie nennt, weil ich ihnen die Macht gegeben habe, Gott zu ersetzen und mich zu erhalten. Eine dieser Sachen ist Geld. Und wir lesen da ja auch schützende Kleidung, irgendwelche Macht und so weiter oder die Beziehung zur richtigen Person. Wir denken, dass das uns erhält, das uns sicher macht, aber nur Gott, die bedingungslose Liebe, die dich erschaffen hat, hält dich wirklich sicher. Nicht den Körper. Der Körper auf dieser Ebene, wirst du merken, wird weiterhin irgendwie leiden können oder einen Knochen brechen können. Aber das, was du wirklich bist, ist in Gott immer sicher. Das ist, was wir hier vergessen. Und deshalb laufen wir im Außen herum und denken, wir müssen irgendetwas anderes finden, das uns hier auf dieser Ebene sicher hält. Bis wir dann irgendwann verstehen, nur Gott hält uns sicher. Und nur wenn wir wieder diese Verbindung erinnern, werden wir uns auch hier sicher fühlen. Es gibt nichts im Außen, was das ersetzen kann. Aber wie gesagt, es ist immer wieder sehr interessant, wie wenn wir gemeinsam etwas lesen oder du alleine etwas liest oder wer auch immer im Kurs liest, diese Sache für sich im Alltag interpretiert. Weil wenn wir dort lesen, hey, wir vertrauen auf schützende Kleidung, heißt das, wir sollen nackt rumlaufen, um die Illusion nicht zu verstärken? Heißt es, wir sollen
alles Geld, was wir haben, verschenken, um zu demonstrieren, dass wir den Kurs leben? Ich glaube es nicht. Frage, was glaubst du? Weil wenn du Geld ablehnst, weil du denkst, das ist alles nur Illusion und ich will damit nichts zu tun haben, ist alles nur Ego, was ist mit der schützenden Kleidung? Was ist mit Nahrung? Bestätigst du dadurch nicht auch die menschliche Illusion? Wann hört das auf mit diesem Ich bin ganz oder gar nicht? Ist es wirklich das? Müssen wir wirklich schwarz-weiß sehen? Oder können wir da wirklich differenzierter drauf gucken, mit einem rechtgesinnten Geist drauf gucken und wissen, hey, manche Dinge in dieser Illusion, die wir das menschliche Leben nennen, sind nun mal benötigt, damit wir das tun können, worum Gott uns bittet, nämlich die Welt von den lieblosen Gedanken des Ego zu erlösen, von der Illusion, dass wir getrennt sind von ihm und nur Mensch. Und um diese Aufgabe, um meine Funktion zu erfüllen, brauche ich auch manchmal Geld oder muss diesen Körper nähren oder muss Kleidung tragen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich mich mit dieser Hülle und mit diesem Geld und mit der scheinbaren Sicherheit, die dieses Geld bringt, verwechsle. Da ist immer so ein, wie soll ich das sagen, ein Abwägen, ein in Stille hinschauen, was ist für mich der nächste beste Schritt und was benötige ich dafür und Gott wird das mir schon geben, damit ich die Funktion erfülle, die Gott für mich hat. Weil wir müssen wirklich achtsam sein. Wenn wir sowas lesen, wie ich eben gerade uns vorgelesen habe, dann ist die Versuchung groß als Schülerinnen und Schüler von einem Kurs im Wundern, vor allem wenn wir den Kurs sehr neu haben, alles abzulehnen, was hier auf menschlicher Ebene passiert. Geld, schöne Kleidung, tolle Autos, ein schönes Zuhause, schöne Reisen. Aber das ist ja gar nicht, was der Kurs sagt. Der Kurs sagt, sprich das mit deinem inneren Lehrer ab, wo er dich hinsenden möchte, was du dafür benötigst, wen du dafür benötigst, um wahrlich dienlich zu sein. Das heißt nicht, lehn alles per se erstmal ab, weil das ist alles weltlich und bestätigt die menschliche Ebene. Ich glaube tatsächlich, dass das wieder sehr reaktives Verhalten ist und dass das wieder vom Ego kommt. Das Ego ist so schlau. Es nutzt den Kurs gegen dich, wenn du es zulässt. Du musst dich also nicht demonstrativ von Geld distanzieren, damit du uns beweist, dass du den Kurs lebst. Das ist überhaupt nicht nötig. Ich bleibe dabei, dass wenn Geld in dir irgendeine Emotion auslöst, das bedruckte Stück Papier mit Sicherheit nichts dafür kann. Ich würde es eher so angehen, dass ich schaue, hey, warum projiziere ich irgendetwas auf dieses Geld? Was hat das mit dem Geld zu tun? Oder hat das vielleicht doch eher etwas mit mir zu tun? Und kann ich Geld, diesem Ding da draußen, was in Wahrheit nicht mal existiert, auch dankbar dafür sein, dass es mir aufzeigt, wo ich noch etwas zu vergeben habe? Weil wenn ich irgendetwas auf Geld projiziere, dann weiß ich habe noch ein Thema damit. Geld ist nichts. Geld hat keine Emotionen. Geld liebt mich nicht. Geld hasst mich nicht. Geld ist nicht mal. Es gibt es nicht mal. Alles, was ich mit Geld in Verbindung bringe, kommt von mir. Ich bin die Ursache, das Geld und was es in meinem Leben für eine Rolle spielt, ist die Wirkung. In den Ergänzungen zu Ein Kurs im Wundern gibt es den Bereich Psychotherapie und dort gibt es einen Abschnitt, der heißt die Frage der Bezahlung und dort lernen wir wirklich gute Dinge über was Geld ist, was Geld kann, wozu Geld dient und wo die Limitationen von Geld sind, was es nicht kann. Und ich finde, der Kurs ist sehr praktisch mit Geld. Okay, wenn du es brauchst, wird Gott es dir geben, dann nimmst du es. Nicht für deinen Ego-Zweck, nicht für dich persönlich, sondern damit du weiterhin die Funktion erfüllen kannst, die Gott für dich hat. Es ist irgendwie vergleichbar mit dem Körper. Du brauchst es, solange es dienlich für dich ist und wenn es nicht mehr dienlich für dich ist, dann lässt du es wieder gehen. Ich lese uns mal ein bisschen was aus diesem Abschnitt, die Frage der Bezahlung vor. Hier geht es um Psychotherapie, also vor allem sind hier Heiler, Therapeuten, Menschen, die irgendwie anderen helfen, wieder klarer zu sein oder zu heilen
obwohl Heilung immer von Gott kommt, nicht durch einen anderen Menschen. Wenn du jemanden dabei unterstützt, sich wieder an Gott zu erinnern, darf Gott durch dich sprechen. Das hat nichts mit dir zu tun. Glaub nicht, dass das deine Fähigkeit ist, sondern du gibst Gott dein Lerninstrument, damit er es nutzt, damit dein Bruder sich wieder an ihn erinnert. Wenn du denkst, dass Heilung von dir kommt, hast du den Kurs irgendwie missverstanden. Also ich lese uns das mal vor, was in diesem Absatz, die Frage der Bezahlung über Geld steht. Und ich kann dir nur empfehlen, das noch vorweg, das dir einmal in Ruhe durchzulesen. Sehr erhellend. Also, hier steht: Selbst ein fortgeschrittener Therapeut hat einige irdische Bedürfnisse, solange er hier ist. Also sogar der Kurs schaut da sehr pragmatisch drauf. Wir auf dieser menschlichen Ebene werden auch irdische Bedürfnisse haben. Sowas wie Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, okay, Kleidung haben, und vielleicht ist es bei dir auch mehr. Vielleicht musst du Gott auch anders demonstrieren auf dieser Welt. Das weiß ich nicht. Das klärst du bitte mit deinem inneren Lehrer. Das kann ich für dich nicht klären. Also wir lesen noch ein bisschen. Selbst ein fortgeschrittener Therapeut hat einige irdische Bedürfnisse, solange er hier ist. Da waren wir sehr pragmatisch. Sollte er Geld brauchen, wird es ihm gegeben werden, nicht als Bezahlung, sondern um ihm zu helfen, dem Plan besser zu dienen. Den Plan ist der Plan Gottes, uns alle wieder zur Wahrheit zu führen, uns alle wieder dorthin zu führen, dass wir die Illusionen ablegen und die Liebe, die wir in Wahrheit sind, wieder anerkennen. Wir lesen noch ein Stück. Jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Satz. Geld ist nicht böse. Steht Wort für Wort im Kurs. Macht ja auch Sinn, weil Geld in Wahrheit nichts ist. Wie kann nichts böse sein? Also, wenn du Geld als böse empfindest, dann musst du die Ursache dafür sein. Warum projizierst du sowas aus Geld? Was hast du davon? Vor allem, was hat dein Ego davon? Wir lesen noch. Es ist nichts. Aber niemand hier kann ohne Illusion leben, denn er muss sich dennoch bemühen, dass die letzte Illusion von allen überall akzeptiert wird. Die letzte Illusion ist, dass wir denken, dass wir dieser Körper sind, anstatt Gottes geliebter Sohn. Und während er hier bleibt, also der Therapeut, du, ich, alle insgesamt, wird ihm gegeben, was er braucht, um zu bleiben. Das heißt, manchmal wird uns Geld gegeben, manchen von uns sehr viel, weil wir es brauchen, um Gottes Plan zu erfüllen, weil wir es brauchen, um wieder zurück nach Hause zu finden, um bestimmte Illusionen abzulegen. Manche von uns bekommen auch ganz viel Geld, weil dann sich erst die Dinge zeigen, die er vergeben darf. Manchmal beginnt das erst wirklich mit dem vielen Geld. Dann steigern wir uns in die Angst herein, dass wir ohne das Geld nicht mehr sicher sind, dass es uns weggenommen werden könnte zum Beispiel. Viele Menschen, die viel haben, haben auch echt große Verlustängste. Und auch das ist eine Illusion. Verlustangst. Da sind so ein paar spannende Sachen in diesem Absatz, den wir gerade gemeinsam gelesen haben. Eine davon ist, dass ich daraus lese, dass Gott dich immer versorgt. Nicht, weil du etwas tust, nicht, weil du einen Beruf hast. Ich glaube, manchmal haben wir ganz viele lustige Vorwände, warum wir es verdienen, Geld auf unser Konto zu bekommen. Aber hier steht, Gott versorgt dich. Gott ist dein Boss. Nicht dein Boss im Büro ist dein Boss, sondern Gott ist dein Boss. Gott weiß, wie er mit dir verabredet ist, was dir sozusagen in diesem Moment gut tut an Geld, damit du weiterhin dienlich sein kannst. Also es ist ganz interessant und es erinnert mich an etwas, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ich lese uns auch das mal kurz vor. Jesus soll in dieser Bergpredigt gesagt haben, seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Das ist nämlich auch etwas, was das Ego super gern tut. Es sammelt, es klammert an all dem Materiellen, weil es denkt, damit ist es sicher. Aber nichts im Außen macht dich sicher. Das heißt nicht, dass du nicht schöne Dinge haben darfst. Aber wenn du damit deine Sicherheit verwechselst, dann baust du auf Sand und nicht auf Fels. Ich lese uns nochmal vor, was Jesus in der Bergpredigt gesagt haben soll. Also, die Vögel, die sammeln nichts und haben auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wir machen uns so viel Sorgen um nicht genug haben, um noch mehr Geld haben, um ein schönes Haus haben. Und hier steht,
ganz eindeutig, und das ist auch, was ich aus diesem Absatz aus Ein Kurs im Wundern lese, dass Gott schon weiß und uns damit versorgt, was wir in jedem Moment brauchen. Und jetzt kommt das Schlüsselwort. Vertrauen wir. Oder denken wir müssen ganz, ganz viel tun, damit wir das rechtfertigen, etwas zu haben. Aber mein Tun rechtfertigt es gar nicht. Ich muss immer wissen, okay, was sind die Kanäle, die ich mit Gott gemeinsam für mich bestimmt habe, damit das, was für mich bestimmt ist, auch zu mir kommen kann. Und kann ich mich diesen Kanälen öffnen? Oder verweigere ich sie? Und warum verweigere ich sie? Was habe ich davon? Was bestätige ich mir damit? Und der Satz, der mich tatsächlich am meisten beeindruckt, ist: Geld ist nicht böse. Natürlich kann Geld nicht böse sein, weil Geld in Wahrheit gar nichts ist. Was kann Geld dafür, dass du auf Geld sonstige interessante Sachen projizierst, sonstige Emotionen tust? Kannst du da Verantwortung für übernehmen? Und vielleicht eine heilsame und pragmatischere Beziehung zu Geld aufbauen in diesem Leben, weil du wirst es auch ab und zu brauchen, um bestimmte Dinge zu tun, um die Gott dich bittet. Also, solange du noch hier bist, ist es genauso wie mit deinem Lerninstrument, kann Geld brauchbar sein, bis du es nicht mehr brauchst. Und es kann dir dienlich sein, indem du dir eine Wohnung leisten kannst oder einen Laptop oder eine Kamera und somit bestimmte Dinge in die Welt schicken kannst. Warum dafür nicht einfach dankbar sein und alle anderen Sachen einfach fallen lassen? Ich habe eine dankbare Beziehung zu Geld, weil es mir Dinge ermöglicht und mir ermöglicht, hier mit dir zu sein, einen Kurs im Wundern mit der Welt zu teilen. Es macht es mir leichter. Warum sollte ich das nicht annehmen? Warum sollte ich das verwerflich finden? Das ist nicht ganz einleuchtend für mich. Zum Abschluss habe ich eine kurze Übung für uns, die ich von Ken Honda gelernt habe. Ken Honda ist der Autor des Buches Happy Money und er hat so eine Übung, wo wir tatsächlich mit Geld in Beziehung treten, in eine Konversation treten, und ich fand die sehr hilfreich, ich fand die sehr aufschlussreich und will sie jetzt hier mit dir teilen. Dafür müsstest du kurz Zeit haben und deine Augen schließen, also tu das gern nur, wenn du zu Hause bist und die Möglichkeit hast, deine Augen zu schließen. Aber wenn du soweit bist, dann schließ doch gern einfach mal deine Augen und nimm mit mir nochmal gemeinsam ein paar tiefe Atemzüge. Komm ganz bei dir an und dann stell dir vor deinem inneren Auge vor, dass du in einem Café sitzt und Geld mit dir an einem Tisch. Und dann schau dir Geld mal an. Wie sieht Geld für dich aus? Wie schaut Geld? Was löst das für Emotionen in dir aus, wenn du Geld betrachtest? Ist Geld eine Frau? Ist Geld ein Mann? Lächelt Geld dich an? Guckt Geld vielleicht grimmig? Was siehst du? Was bemerkst du? Wie ist die Stimmung? Und was würdest du Geld sagen, wenn Geld dir gegenüber sitzen würde? Und wenn du alles gesagt hast, was du Geld sagen möchtest, was merkst du? Und wenn du soweit bist, dann stell dir vor, du bist Geld und sitzt dir gegenüber. Schau dich mal an. Bist du eher neugierig oder ablehnend oder dankbar? Wie siehst du dich, wenn du Geld bist? Und was würdest du dir sagen, wenn du Geld wärst? Über dich und vielleicht auch über die Menschheit. Wie fühlt es sich an, Geld zu sein? Und wenn du soweit bist, dann komm gern wieder ganz hier an, in diesem Moment, im Hier und Jetzt, und öffne dann gerne wieder deine Augen. Ich bin wirklich gespannt, was bei dieser kurzen
aber für mich fand starken Übung bei dir passiert ist. Wenn du es mit mir teilen willst, dann jederzeit gerne. Hier in den Kommentaren freue ich mich wirklich drüber, wenn du deine Gedanken zu einem Kurs in Wundern und Geld mit mir teilst oder über die kurze Übung mit mir teilst oder wie dein Umgang mit Geld ist, seitdem du den Kurs gefunden hast. Hast du einen anderen Umgang? Lehnst du es eher ab? Warum lehnst du es ab? Oder was auch immer dir gerade durch den Sinn geht. Ich freue mich über deine Rückmeldung und wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle weitere Woche. Wir hören wieder ganz bald voneinander. Pass bis dahin bitte gut auf dich auf. Deine Peri.